Hallo Leute, ich bin Wolf von Black Trident und heute sprechen wir über eines unserer beliebtesten Holstermodelle, den Black Trident Raven Holster. Warum das vielleicht das ultimative zivile Holster ist und warum das in deiner Sammlung auf keinen Fall fehlen sollte, das erfährst du in diesem Video. Beim Raven Holster handelt es sich um ein Outside the Waistband Holster, also ein Holster, welches ganz klar außen getragen wird. Und hier ist es eben so, dass beim Raven Holster eine spezielle Kombination aus Winkeln und der Bauform dazu führt, dass dieses Holster wirklich der Hüfte nachempfunden ist. Und du siehst schon hier genau an dem, das ist mega krass gebogen. Das ist wie gesagt diese spezielle Winkelkombination und die erlaubt es dir eben, deine Waffe mit dem Holster wirklich körpernah zu tragen. Dieses Holster, das ist bei mehreren europäischen Behörden bereits im Einsatz. Und hier gibt es eben eine Vielzahl an Features, die standardmäßig integriert sind. Gerade wenn es um das Thema Kompatibilität geht mit neuen Anbauteilen, da ist eben gerade eine Zeit, wo viel sich gerade tut. Es kommen immer mehr Rotpunktvisiere, Anbauteile, Kompensatoren und Co., die eben die Performance von Waffensystemen verbessern. Und genau hier brauchst du eben auch das passende Holster, weil der natürliche Lebensraum der Faustfeuerwaffe, das ist nun mal das Holster. Schauen wir uns mal das an, was denn für Features der Raven alle integriert hat. Generell ist es so, dass das Raven Holster, genauso wie alle unsere anderen Holster, mit Rotpunktvisieren kompatibel ist, bis hin zum Trijicon SRO, was noch weiter nach vorne geht als der Standard-Cut bei Pistolen mit Rotpunkt-Cut. Das nächste, was ich natürlich wieder brauche, ist das Thema Schalldämpfervisiere. Auch hier sind wir wieder voll kompatibel beim Raven Holster. Und hier seht ihr jetzt auch schon das Paradebeispiel für, warum unsere Holster alle einen Open Muzzle Cut unten haben, weil man nämlich gerade dann hier mit Kompensatoren, Mündungsfeuerdämpfern oder eben auch Gewindeläufen bei Pistolen arbeiten kann, ohne irgendwie die Kompatibilität einzuschränken. Jetzt ist beim Raven natürlich auch der Zielwiderstand individuell einstellbar und was beim Raven auch noch ein sehr cooles Feature ist, dass ich die Montage einerseits in der Höhe versetzen kann. Das kann eben genau dann ein Ding sein, wenn ich verschieden lange Jacken trage oder auch meine Hosen an unterschiedlichen Stellen sitzen. Und hier kann ich eben die Montage lösen und eben das Holster zum Beispiel weiter hochsetzen und so eben dieses Holster noch mehr verdecken. Weil beim Raven Holster, das ist etwas sehr Wichtiges, das ist eben ein Holster, was eben dafür gedacht ist als ziviles Holster. Das heißt, was ich eben auch dazu benutzen kann, meine Waffe verdeckt zu tragen in der Öffentlichkeit mit entsprechender Kleidung. Was ich natürlich auch machen kann, neben dem Höhenverstellen des Raven Holsters, ist den Winkel verändern. Indem ich die Montagen in unterschiedlichen Höhen anbringe, kann ich zum Beispiel auch die Waffe nach vorne neigen, um zum Beispiel das Griffstück mehr mit meinem Körper sozusagen in eine Linie zu bringen und so den Print nochmal zu verringern. Oder ich kann natürlich auch das Ganze nach hinten neigen für Ergonomie beim Ziehen und Co. Je nachdem, was dein Ziel ist, kannst du eben hier das Ganze anpassen. Dann, eben auch wie bei unseren anderen Holstern, ist hier auch immer genug Platz, dass du im Winter auch mit Handschuhen gleich beim ersten Griff ein vollwertiges Griffmuster aufbauen kannst. Und genau so Sachen wie vergrößerte Verschlussfanghebel und Co. sind alle schon immer mit eingearbeitet im Holster. Ein weiteres Feature ist, dass der Magazinauslöseknopf immer frei ist. Das heißt, du kannst das Magazin der Waffe entladen, wenn die Waffe geholstert ist. Und du bist eben hier auch mit allen Aftermarket Magazinauslöseknöpfen kompatibel. Schauen wir uns jetzt einmal die Montage des Raven Holsters an und wie das Ganze am Gürtel funktioniert. Generell ist das Raven Holster eher ein Holster, was im Alltag verwendet wird. Also ein Holster, was du zum Beispiel auch auf deiner Dienststelle verwenden kannst, was für Zivilfahnder, Kriminalpolizei und Co. auch sehr gut geeignet ist. Und beim Raven Holster hier ist es eben so, dass ich bei den Gürtelschlaufen, hier gibt es eben verschiedene Größen. Es gibt eben für 40 mm als auch für 45 mm Gürtel alles. Ich zeige euch das Ganze jetzt bei unserem Black Trident Innerbelt mit 40 mm. Hier ist es so, dass der Innerbelt auch wirklich eine sehr gute Kombination gerade mit dem Raven Holster ist, weil er nämlich innen einen Kunststoff namens Curve hat, der eben wirklich eine hohe Torsionssteifigkeit aufweist
und wo eben auch, gerade im Vergleich zu normalen Ledergürteln, dieses Holster sich nicht hoch und runter bewegt beim Ziehen der Waffe, weil der Gürtel eben in der vertikalen Achse, ihr seht, ich kann das gar nicht zusammendrücken, stabil ist. Und hier ist auch schon das erste Ding, also ich kann eben das Raven Holster, so wie hier zum Beispiel mit der Montage normaler Gürtelschlaufen verwenden und das Ganze wird dann so am Körper getragen. Das Besondere nochmal beim Raven ist eben diese speziell der Hüfte nachempfundene Form, wodurch eben die Waffe mit dem Holster so nah wie möglich an eurem Körper ist. Die zweite Montagemöglichkeit, die ich auch noch kurz vorstelle, das sind sogenannte J-Hooks. J-Hooks, das ist das hier, und die werden auch am Holster montiert und das Besondere bei denen ist, man sieht, die sind noch leicht elastisch. Hier hat man eben die Möglichkeit, das Holster schnell rauf und runter zu geben, wenn man das möchte oder wenn das eben deinem Einsatzzweck entspricht. Das war soweit alles, was ihr zu unserem Blacktrident Raven Holster wissen müsst. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt sie super gerne hier unten in die Kommentare, wir beantworten die euch gerne. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram und Facebook, weil dort verpasst ihr kein neues Update mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Wolfgang von Blacktrident.